Krieg ist ein Geschäft. Und es ist vielleicht das größte und profitabelste Geschäft der Welt. Jedes Jahr fließen fast 2,5 Billionen US-Dollar in die globalen Militärausgaben. Eine unvorstellbare Summe, die von Instabilität lebt. Aber die Akteure verändern sich. Sie tragen heute nicht immer Uniform. Private Militärfirmen operieren dort, wo Staaten nicht offiziell eingreifen wollen oder können. Und hinter den Konflikten stehen oft nicht nur Ideologien, sondern knallharte wirtschaftliche Interessen und der Kampf um Ressourcen. Die Frage ist unbequem. Wie viel Macht haben diejenigen, die die Waffen bauen, und diejenigen, die sie einsetzen, über Krieg und Frieden? Wenn wir von dieser Industrie sprechen, meinen wir mehr als nur Fabriken oder Söldner. Wir sprechen von einem gigantischen, eng verwobenen Netzwerk, dem militärisch-industriellen Komplex, kurz MIK. Er beschreibt die symbiotische Beziehung zwischen diesen drei Mächten. Ein System, in dem die Industrie die Waffen liefert, das Militär den Bedarf meldet und die Politik die Finanzierung genehmigt. Was dieses System so mächtig macht, ist nicht der Kriegszustand, sondern die permanente Vorbereitung darauf. Ironischerweise kam die eindringlichste Warnung vor diesem Komplex nicht von einem Pazifisten, sondern von einem Fünf-Sterne-General. Am 17. Januar 1961 hielt US-Präsident Dwight D. Eisenhower seine Abschiedsrede. Nach 2 Weltkriegen sah er eine neue Bedrohung für die Demokratie. Wir müssen uns vor dem unbefugten Einfluss, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, durch den militärisch-industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Macht existiert und wird fortbestehen. Eine Warnung, die heute relevanter ist denn je. Aber wie kam es überhaupt so weit? Um den Ursprung des militärisch-industriellen Komplexes zu verstehen, müssen wir zurückblicken. Vor die Zeit der Computer und Drohnen. Kriege wurden jahrhundertelang von staatlichen Arsenalen versorgt. Doch die industrielle Revolution veränderte alles. Stahl, Dampfkraft und Maschinenbau revolutionierten die Kriegsführung. Waffen konnten nun in Massen produziert werden. Krieg wurde zur Materialschlacht. Und private Unternehmer erkannten das Potenzial dieses neuen Marktes. Namen wie Krupp in Deutschland, Vickers in Großbritannien oder Remington in den USA wurden zu mächtigen Akteuren. Ihre Fabriken bauten Imperien aus Stahl auf. Sie waren keine bloßen Zulieferer mehr. Sie entwickelten aktiv neue, tödlichere Technologien, wie das Maxim-Maschinengewehr, das das Töten industrialisierte. Diese Händler des Todes waren global tätig. Sie verkauften ihre tödlichen Produkte international, oft auf beide Seiten eines Konflikts. Die Verbindung zwischen privatem Profit und staatlicher Militärmacht war geschmiedet und sie sollte bald die Welt in Flammen aufgehen lassen. Wenn die industrielle Revolution das Fundament legte, waren die Weltkriege der Katalysator. Der Erste Weltkrieg war der erste vollständig industrialisierte Krieg. Die Nachfrage nach Munition war unersättlich. Die Profite der Rüstungsfirmen explodierten, was zu massiver öffentlicher Kritik am Kriegsgewinnertum führte. Doch es war der Zweite Weltkrieg, der den modernen militärisch-industriellen Komplex zementierte. Es war das Zeitalter der totalen Mobilisation. In den USA, dem Arsenal der Demokratie, wurden zivile Industrien über Nacht militarisiert. Autofirmen bauten keine Autos mehr, sondern Panzer und Bomber im Stundentakt. Millionen von Menschen, insbesondere Frauen, arbeiteten nun in den Rüstungsfabriken.
Die Verbindung zwischen Patriotismus, Arbeitsplätzen und Produktion war allgegenwärtig. Die Regierung garantierte die Finanzierung und minimierte das Risiko für die Unternehmen. Die Allianz zwischen Industrie und Staat war nun untrennbar. Und sie führte zur Entwicklung der ultimativen Waffe, der Atombombe. 1945 endete der Krieg. Doch diesmal geschah etwas Entscheidendes. Es gab keine umfassende Abrüstung. Der Kalte Krieg begann. Die Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion schuf eine Atmosphäre permanenter Bedrohung. Und diese Bedrohung war nuklear. Das Wettrüsten erforderte konstante Innovation und gigantische Budgets. Es ging um Interkontinentalraketen, Atom-U-Boote und die Kontrolle des Weltraums. Die Technologie wurde komplexer und teurer. Nur spezialisierte Konzerne konnten diese Systeme entwickeln. In dieser Zeit entstanden die Giganten, die die Industrie bis heute dominieren: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Gleichzeitig wurden weltweit Stellvertreterkriege geführt, von Vietnam bis Afghanistan, die als Testgelände und Absatzmärkte für neue Waffen dienten. Der Kalte Krieg etablierte eine permanente Kriegswirtschaft. Das Konzept der Abschreckung wurde zum stabilsten Geschäftsmodell der Geschichte. Der Komplex war nun vollständig entwickelt. Aber wie genau funktioniert diese Anatomie der Macht? Und wer kontrolliert sie wirklich? Der Kern des militärisch-industriellen Komplexes wird oft als eisernes Dreieck bezeichnet. Ein stabiles, fast undurchdringliches System gegenseitiger Abhängigkeit. An der ersten Ecke das Militär. Die Generäle und Strategen definieren den Bedarf. Sie fordern neue Waffensysteme, um auf reale oder wahrgenommene Bedrohungen zu reagieren. An der zweiten Ecke die Rüstungsindustrie. Konzerne entwickeln und produzieren diese Waffen. Für sie ist der Bedarf des Militärs eine garantierte Nachfrage. Und an der dritten Ecke die Politik. Abgeordnete und Regierungsbeamte genehmigen die gigantischen Budgets und schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Dreieck schließt sich. Die Industrie finanziert Wahlkämpfe durch Lobbyismus. Die Politiker genehmigen Aufträge, die Arbeitsplätze in ihren Wahlkreisen schaffen. Und das Militär erhält seine Ausrüstung. Alle profitieren. Was das eiserne Dreieck zusätzlich ölt, ist der sogenannte Drehtüreffekt. Es ist der nahtlose Übergang von Personal zwischen den drei Sektoren. Ein hochrangiger General geht in den Ruhestand. Wenige Wochen später nimmt er eine hochdotierte Position im Vorstand genau der Rüstungsfirma an, deren Produkte er zuvor noch genehmigt hat. Umgekehrt wechseln Manager oder Lobbyisten aus der Industrie direkt in Schlüsselpositionen im Verteidigungsministerium oder in Beraterstäbe der Regierung. Dieser Effekt schafft massive Interessenskonflikte. Insiderwissen wird zur Ware. Die Frage ist, dienen diese Personen dem Wohl der Öffentlichkeit oder den Interessen ihrer früheren oder zukünftigen Arbeitgeber? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Anatomie der Macht jedoch erweitert. Der militärisch-industrielle Komplex hat begonnen, den Krieg selbst zu privatisieren. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden staatliche Armeen verkleinert. Doch die Konflikte nahmen nicht ab. Diese Lücke füllten Private Military Contractors, kurz PMCs. Sie sind keine traditionellen Söldner. Sie sind multinationale Konzerne, die militärische Dienstleistungen anbieten, von Logistik und Training bis hin zu bewaffnetem Personalschutz und direkten Kampfeinsätzen. Für Regierungen sind PMCs attraktiv. Sie sparen Kosten,
erlauben eine geringere offizielle Truppenpräsenz am Boden und bieten plausible deniability, glaubhafte Abstreitbarkeit. Tote Contractors erscheinen in keinen offiziellen Verluststatistiken. Ihre Aktionen können leichter dementiert werden. Der Irakkrieg 2003 markierte den Wendepunkt. Zehntausende private Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Am bekanntesten und berüchtigsten Blackwater, später umbenannt in Academy. Blackwater erhielt Milliardenaufträge, um Diplomaten und Infrastruktur zu schützen. Sie operierten mit militärischer Ausrüstung oft aggressiver als die regulären Truppen. Das Problem? Die rechtliche Grauzone. Wem gegenüber sind diese privaten Armeen verantwortlich? Dem Völkerrecht, dem Kriegsrecht oder nur ihren Aktionären? Diese Unklarheit führte zu Katastrophen, wie dem Massaker am Nisurplatz in Bagdad 2007, bei dem Blackwater-Mitarbeiter 17 irakische Zivilisten töteten. Obwohl einige Mitarbeiter später verurteilt wurden, zeigte der Vorfall die Gefahr, wenn staatliche Gewaltmonopole an profitorientierte Unternehmen ausgelagert werden. Der militärisch-industrielle Komplex ist also nicht nur ein System, das Waffen baut. Es ist ein System, das Kriege führt und definiert. Und es ist ein System, das von Konflikten lebt. Die vielleicht fundamentalste Kritik am militärisch-industriellen Komplex ist der Vorwurf, dass er nicht nur von Kriegen profitiert, sondern aktiv darauf hinarbeitet, dass sie stattfinden. Das Werkzeug dafür ist Lobbyismus. Die Rüstungsindustrie unterhält eine gigantische Einflussmaschinerie und gibt jährlich Hunderte Millionen Dollar aus, um politische Entscheidungen zu steuern. Diese Gelder fließen in Wahlkämpfe und sichern den Zugang zu den Entscheidungsträgern, die über Krieg und Frieden abstimmen. Zudem finanziert die Industrie Denkfabriken, Thinktanks, die Studien erstellen, welche neue Bedrohungen hervorheben und militärische Aufrüstung empfehlen. Kritiker argumentieren, dass dadurch eine künstliche Bedrohungswahrnehmung geschaffen wird, eine Atmosphäre der Angst, die gigantische Rüstungsbudgets rechtfertigt. Die Grenze zwischen legitimer Sicherheitsversorgung und aktiver Kriegstreiberei verschwimmt, denn für eine Industrie, deren Produkt der Krieg ist Frieden das größte Geschäftsrisiko. Oft werden Kriege mit großen Worten gerechtfertigt. Freiheit, Demokratie, Sicherheit. Doch unter der Oberfläche finden sich häufig andere Motive. Der Kampf um die Kontrolle von Öl, Gas, seltenen Erden oder strategisch wichtigen Handelsrouten und Pipelines ist oft der wahre Treiber hinter militärischen Interventionen. Der Irakkrieg 2003 ist ein Paradebeispiel für diese Kontroverse. Während die offiziellen Kriegsgründe widerlegt wurden, stand der Verdacht von Ölinteressen immer im Raum. Und dann kam der Wiederaufbau, ein oft übersehener, aber extrem lukrativer Teil des militärisch-industriellen Komplexes. Zerstörung schafft Nachfrage für Neubau. Milliardenschwere Aufträge für Infrastruktur und Logistik wurden vergeben, oft ohne transparente Ausschreibung. Ein Hauptprofiteur war der Konzern Halliburton, ein riesiges Unternehmen für Ölfeldservices und Bauwiesen. Pikanterweise war der damalige US-Vizepräsident Dick Cheney zuvor CEO von Halliburton. Er war einer der Architekten des Krieges, von dem sein früheres Unternehmen massivst profitierte. Dies ist der Drehtüreffekt in seiner extremsten Form. Politische Insider, die Kriege initiieren, von denen ihre eng verbundenen Unternehmen direkt profitieren. Das zynische Konzept dahinter: ein Kreislauf, der von Konzernen kontrolliert wird, die in beiden Phasen verdienen: Zerstörung und Wiederaufbau. Kriegsgewinnler. Das moralische Dilemma, dass der Tod des einen der Profit des anderen ist. Im Zeitalter der globalen Finanzmärkte erreicht dies eine neue Dimension.
Man muss nur die Börsen beobachten. Wann immer eine neue Krise ausbricht oder ein Konflikt eskaliert, reagieren die Aktienkurse der großen Rüstungskonzerne fast immer gleich. Sie steigen. Investoren wetten auf längere Konflikte und steigende Militärausgaben. Die Tragödie wird zur Handelsware. Die jüngsten Konflikte haben den Konzernen Rekordgewinne beschert. Schlechte Nachrichten für die Welt sind gute Nachrichten für die Aktionäre. Dies führt zu einer perversen Anreizstruktur, in der Friedensinitiativen oder Deeskalation ökonomisch gesehen schlecht für das Geschäft sind. Der MIK ist ein globales Geschäft. Waffen sind ein zentrales Exportgut vieler Industrienationen, einschließlich Deutschlands, Frankreichs und der USA. Doch die Kundenliste ist oft fragwürdig. Rüstungsgüter landen regelmäßig in Diktaturen, Krisengebieten und bei Regimen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Ein Beispiel ist der Krieg im Jemen, eine humanitäre Katastrophe, die maßgeblich mit Waffen aus westlicher Produktion befeuert wird, die an die Kriegskoalition geliefert wurden. Regierungen genehmigen diese Exporte oft unter dem Verweis auf Arbeitsplätze oder strategische Partnerschaften, während die ethische Verantwortung ignoriert wird. Hinzu kommt die massive Intransparenz des Sektors. Große Teile der Militärbudgets verschwinden in sogenannten Black Budgets, geheimen Etats ohne parlamentarische Kontrolle. Dies entzieht sich der demokratischen Kontrolle und fördert Verschwendung und Korruption. Großprojekte wie der F-35-Jet, das teuerste Waffensystem der Geschichte, leiden unter massiven Kostenexplosionen, doch die Aufträge laufen weiter. Sie gelten als too big to fail. Schließlich müssen wir über Opportunitätskosten sprechen. Die Billionen, die weltweit für Rüstung ausgegeben werden, fehlen an anderer Stelle. Im Kampf gegen den Klimawandel, in der Bildung oder im Gesundheitswesen. Diese Kontroversen zeigen die dunkle Seite unserer Sicherheitsarchitektur. Doch die Industrie entwickelt sich bereits weiter. Die nächste Generation von Waffen stellt uns vor völlig neue ethische Fragen. Der militärisch-industrielle Komplex der Zukunft baut nicht mehr nur auf Stahl und Sprengstoff. Die neue Währung ist Information, die neue Waffe ist der Algorithmus. Kriege werden zunehmend im Cyberspace geführt. Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Stromnetze, Finanzsysteme, Kommunikation können eine Gesellschaft lahmlegen, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Dies führt zu einer Erweiterung des MIK. Big Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley wie Microsoft, Amazon und spezialisierte Firmen wie Palantir werden zu zentralen Akteuren. Sie liefern die Cloud-Infrastrukturen und die Analysesoftware. Ihre Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren, wird unverzichtbar. Der Krieg wird datengetrieben. Gleichzeitig schreitet die Militarisierung des Weltraums voran. Satelliten sind essentiell für Überwachung und Kontrolle. Space Forces werden gegründet und die Industrie entwickelt Anti-Satellitenwaffen. Wer den Orbit kontrolliert, kontrolliert das globale Schlachtfeld. Die vielleicht revolutionärste und beängstigendste Entwicklung ist jedoch die künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld. Autonome Waffensysteme, oft als Killerroboter bezeichnet. Dabei geht es nicht mehr um ferngesteuerte Drohnen, bei denen ein Mensch den Abzug drückt. Es geht um Systeme, die selbstständig Ziele identifizieren, auswählen und eliminieren. An Trend sind Drohnenschwärme. Hunderte oder Tausende kleiner KI-gesteuerter Drohnen, die koordiniert angreifen und von traditionellen Abwehrsystemen kaum zu stoppen sind. Die ethische Debatte ist fundamental. Darf eine Maschine die Entscheidung über Leben und Tod treffen? Algorithmen sind nicht unfehlbar. Wer trägt die Verantwortung, wenn ein autonomes System einen Fehler macht und Zivilisten tötet?
Der Programmierer, der Hersteller, der General oder niemand? Die Gefahr eines neuen KI-gesteuerten Wettrüstens ist real. Ein Wettrüsten, das schneller abläuft, als der Mensch es kontrollieren kann und das Potenzial für globale Destabilisierung birgt. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Von den Stahlfabriken des 19. Jahrhunderts über die Massenproduktion der Weltkriege bis hin zur permanenten Rüstungswirtschaft des Kalten Krieges. Der militärisch-industrielle Komplex ist kein monolithischer Block, sondern ein dynamisches Netzwerk aus Macht, Profit und politischem Einfluss. Wir haben gesehen, wie Lobbyismus politische Entscheidungen beeinflusst, wie der Drehtüreffekt die Grenzen zwischen Staat und Industrie verwischt und wie die Privatisierung des Krieges durch Firmen wie Blackwater neue, unkontrollierbare Akteure geschaffen hat. Hinter den Fronten offenbaren sich oft wirtschaftliche Interessen. Der Kampf um Ressourcen und die Profite des Wiederaufbaus. Ein zynischer Kreislauf von Zerstörung und Gewinn. Und wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der Algorithmen und autonome Waffensysteme die Ethik des Krieges fundamental in Frage stellen. Der zentrale Konflikt bleibt: Die Notwendigkeit legitimer nationaler Verteidigung steht im Spannungsverhältnis zu einer Industrie, die strukturell von Instabilität und Konflikten profitiert. Als Dwight D. Eisenhower 1961 vor dem militärisch-industriellen Komplex warnte, konnte er sich die Welt von heute kaum vorstellen. Eine Welt, in der private Armeen operieren und künstliche Intelligenz über Leben und Tod entscheidet. Seine Warnung ist heute relevanter und dringlicher denn je. Die Kontrolle dieses Komplexes ist eine der größten Herausforderungen für Demokratien weltweit. Es erfordert Transparenz, strenge Regulierung und eine informierte Öffentlichkeit. Denn letztendlich muss die Entscheidung über Krieg und Frieden in den Händen der Gesellschaft liegen, nicht in den Bilanzen von Konzernen oder den Algorithmen ihrer Maschinen. Ist der militärisch-industrielle Komplex ein notwendiges Übel für unsere Sicherheit oder ist er eine unkontrollierbare Bedrohung für den Weltfrieden geworden? Wie seht ihr die Rolle von privaten Militärfirmen und die Zukunft autonomer Waffen? Diskutiert mit in den Kommentaren. Nur du kannst diese Zukunft verhindern. Abonniere. Danke fürs Zuschauen.